Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps, Zeus, mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die dritte Episode unseres ersten Abenteuers Zeus und Europa. Nachdem wir jetzt die Hydra durch die Hilfe von Herkules beseitigt haben, ist der Kriegsgott Ares nicht mehr sehr gut auf uns zu sprechen. Athene, die Göttin der Weisheit, gibt uns einen Rat und wir schauen mal, was sie uns zu sagen hat und was für Aufgaben wir zu erfüllen haben. Die weise Göttin Athene hat folgenden Rat. Ares wird über den Verlust dieser Schlange wütend sein. Er hat diese Schwäche für Schlangen, ob mit einem Kopf, mit zwei Köpfen oder kopflos, das tut nichts zur Sache. Er liebt sie alle. Und es gefiel ihm, wie die Sonne auf all diesen Köpfen funkelte. Aber wissen Sie, was Ares fast so sehr liebt wie Schlangen? Große Heiligtümer, die nur für ihn erbaut wurden. In den verschlungenen Räumen des Heiligtums führt er gern sein Hinterhaltstraining durch, wie er sich ausdrückt. Aber für die meisten sieht es aus, als würde er Verstecken spielen. Wenn sie Ares ein Heiligtum bauen, wird der Gott begeistert sein über den neuen Ort, die Kunst des Krieges zu üben und die Schlange vergessen. Er wird sogar einige Zähne der getöteten Schlange nehmen, sie in die Erde säen und grimmige und starke Soldaten namens Spartaner züchten. Diese Soldaten werden ihm gehorchen und bei der Verteidigung Thebens helfen. Folge meinem Rat, sterbliches Wesen, und viel Glück. Um Ares milde zu stimmen und über den Tod der Hydra hinwegzuhelfen, rät uns die Göttin Athene, ein Heiligtum für Ares zu errichten. Zudem müssen wir 50 Personen in einer Wohnung der Kategorie Residenz oder besser beherbergen. Das heißt, wir müssen jetzt in unserer Stadt gehobene Wohnungen etablieren. Ja, und für unsere Kolonie, die wir bald gründen werden, müssen wir 30 Weizengarben und 25 Krüge Olivenöl zur Verfügung stellen. Wenn wir das Heiligtum des Ares errichtet haben, stehen uns 2 Kompanien Spartaner zur Verfügung, die Ares aus den Zähnen der Hydra sozusagen gezüchtet hat. Ja, doch einiges an Aufgaben, die uns jetzt hier gestellt werden, und wir kehren zurück zur Stadt Theben. Ja, im Pausenmodus werden wir uns wieder einen kleinen Überblick verschaffen. Hier sind unsere Steinmetzwerkstätten. Ich denke mir mal, wir brauchen jetzt nicht mehr ganz so viele. Da können wir jetzt tatsächlich hier mal 2 Stück entfernen. Ja, hier in unserer Stadt sieht eigentlich alles soweit gut aus. Die Heldenhalle des Herkules aus der letzten Episode ist leider nicht mehr vorhanden. Auf diesen Held müssen wir jetzt hier verzichten. Gut, dann gehen wir mal zum Reiter Mythologie. Da finden wir jetzt hier die Heiligtümer. Und hier die Festung des Ares, sein Heiligtum. Wir brauchen 13 Platten Marmor, um das Fundament zu gründen. Und wir brauchen 960 Drachmen. Ja, und hier haben wir die Kunsthandwerkergilde, damit das Bauwerk errichtet werden kann. Ja, Marmor haben wir jetzt mehr als genug. Wir können jetzt entsprechend den Bauplatz für unser Heiligtum aussuchen. Ja, ich werde unser Heiligtum hier auf der westlichen Landmasse in der Nähe unseres Stadions errichten. Ja, und ich werde jetzt hier schon mal das Wohngebiet für die gehobenen Wohnungen vorplanen. Ja, wir haben jetzt hier unser Wohngebiet für die gehobenen Wohnungen schon vorgeplant, haben hier die Straßen mit Alleen und Prachtstraßen so weit aufgewertet, dass wir eine hohe Attraktivität haben. Die brauchen wir für unsere gehobenen Wohnungen. Hier am Stadion habe ich 2 einfache Agoras etabliert. Für die gehobenen Wohnungen brauchen wir 6 Händler, die unterschiedliche Waren zur Verfügung stellen. Das kann man über die große Agora machen. Da werden aber die Händler beidseitig der Straße etabliert. Ich möchte das aber gerne so haben, deswegen 2 einfache Agoras. Ja, wir werden jetzt noch keine gehobenen Wohnungen etablieren. Wir wollen jetzt erstmal unser Heiligtum errichten. Gehen wir mal ganz kurz hier auf den Vertrieb, dann können wir sehen, wie viel Marmor wir im Warenlager haben. 53 Marmorplatten, das ist mehr als genug. Gehen wir hier auf Mythologie,
Heiligtum, die Festung des Ares. Dann können wir jetzt erstmal unser Heiligtum drehen. So möchte ich es gerne errichten. Ja, wunderbar. So, und jetzt brauchen wir aber noch zusätzlich natürlich unsere Kunsthandwerkergilden. Die kommen hier hin. So. Und dann brauchen wir natürlich auch ein Architekturbüro. Das kann dann jetzt hier hin. So, Marmor haben wir ja genug. Wir brauchen aber noch, können wir hier mit der rechten Maustaste anklicken, nämlich 12 Ladungen Holz und 2 Skulpturen. Ja, das können wir natürlich nicht selber herstellen, das müssen wir importieren. Libyen verkauft uns das Holz und Kalydon verkauft uns die Skulpturen. Gut, gehen wir hier zum Handelsposten Kalydon, da können wir jetzt den Einkauf von Skulpturen einstellen. 2 Skulpturen brauchen wir nur. Und hier beim Handelsposten von Libyen können wir jetzt Holz entsprechend einkaufen. Da brauchen wir auch nur 12 Ladungen. Ja, und sobald die Waren im Handelsposten sind, können wir den Import auch schon stoppen. Diese Handelsposten fungieren ja auch als große Warenlager. Da sind jetzt gerade die Skulpturen schon gekauft worden. Da können wir jetzt den Einkauf wieder stoppen, denn unsere Ochsenkarren transportieren die Skulpturen vom Handelsposten direkt zur Baustelle. Und wenn wir den Einkauf lassen, werden natürlich direkt wieder Skulpturen eingekauft. Deswegen sofort den Import stoppen. Ja, der Arbeitsmarkt sieht eigentlich ganz gut aus. Wir werden mal hier im zweiten Wohngebiet jetzt den Wollhändler etablieren. Ja, und die isthmischen Spiele beginnen. Ich hatte das ja bei der letzten Episode ausgeschaltet, dass wir immer hier eine Nachricht bekommen. Hier im Infofenster sehen wir das. Und wenn wir das nochmal lesen wollen, einfach mit der linken Maustaste anklicken, können wir die Nachricht nochmal in groß lesen. Ja, wir bekommen ein Geschenk vom Berg Peleion. Und zwar möchte uns unser Verbündeter 12 Bronzebarren schenken. Gut, wir haben kein Warenlager dafür. Aber hier dieses Warenlager, wo wir Wein eingelagert hatten, können wir jetzt für Bronze freischalten. Weil wir brauchen für unsere gehobenen Wohnungen ja auch noch Rüstungen. Ja, und wir sehen, Holz wird gerade beim Handelsposten Libyen eingekauft. Auch hier können wir jetzt den Import stoppen. So. Ja, wir nehmen die Bronzebarren gerne an. Vielen Dank. Dann könnten wir eigentlich auch schon gleich Waffen produzieren. Die Waffenschmieden finden wir hier beim Militär und dann hier Militärwerkstätten. Da haben wir die Waffenschmieden. Ja, und dann brauchen wir mal direkt 3 Stück. Ja, jetzt benötigen wir Mitarbeiter. Dann parzellieren wir doch hier im zweiten Wohngebiet auch nochmal ein paar Parzellen aus. So, dann kann hier auch nochmal Verschönerung durchgeführt werden. Oder ist die Sperre nicht richtig gebaut worden? Gehen wir mal ganz kurz hier auf Straßen. Da sehen wir das, die Sperre ist verkehrt. Der Loop ist hier unterbrochen. Da muss man ab und zu mal drauf achten. So, das sieht besser aus, beziehungsweise wir machen das direkt so, weil wir ja später hier noch das Gymnasium bauen. Dann haben wir das direkt schon richtig hier eingebaut. Ja, für unser Wohngebiet der gehobenen Wohnungen brauchen wir noch 2 extra Lagerhäuser, nämlich für Waffen und für Wein. Die möchte ich hier hinbauen. Könnten wir hier, glaube ich, dieses Warenlager schon für Waffen einstellen, beziehungsweise Rüstungen. Naja, und ich glaube, Wein können wir hier noch gar nicht importieren und auch nicht herstellen. Von daher brauchen wir das Warenlager, glaube ich, jetzt erstmal nicht. Ja, da kommt die nächste Ladung Marmor, wird auch direkt verarbeitet. Die Wege sind leider sehr weit hier, unsere Baustelle, und hier
unser Marmorlager. Aber es lohnt sich jetzt nicht nochmal ein extra Warenlager dafür zu bauen, was dann hier in der Nähe ist. Wir lassen das erstmal so. Ja, wir bekommen ein Geschenk, und zwar Kalidon möchte uns Skulpturen schenken. 8 Stück. Oh, wow, das ist super. Allerdings haben wir kein Warenlager. Okay, dann später. Ja, wenn ich das gewusst hätte, dann hätten wir überhaupt keine Skulpturen einkaufen müssen. Gut, dann bauen wir jetzt hier ein Warenlager auf. Ja, hier passen ja... Ja, dann bauen wir hier ein Warenlager auf. Und das soll Skulpturen annehmen. Allerdings werden jetzt die Skulpturen hier von diesem Warenlager natürlich auch eingelagert. Da sehen wir es. Naja, dann können wir halt nicht das gesamte Geschenk entgegennehmen, sondern nur das, was tatsächlich im Warenlager reinpasst. Ja, dann nehmen wir das jetzt an. Genau, 6 Skulpturen konnten wir annehmen. Ja, wunderbar. Ein ganzes Warenlager voller Skulpturen. Die könnten wir jetzt verkaufen. Allerdings denke ich mir mal, dass wir noch mehrere Heiligtümer bauen müssen. Von daher ist es ganz gut, wenn wir jetzt einen Vorrat von Skulpturen haben. Allerdings müssen wir jetzt Bronze einkaufen. Das Geschenk von Peleion. Die Bronzebarren sind alle schon aufgebraucht. Ja, der Berg Peleion verkauft uns ja Bronze. Dann kaufen wir jetzt mal, naja, für die 3 Waffenschmieden würde ich jetzt mal 12 Einheiten Bronze einkaufen. Und wir bekommen ein erneutes Geschenk. Jetzt schenkt uns Kalidon 15 Holzbretter. Ja, auch dafür haben wir kein Warenlager. Ja, das hätten wir uns auch sparen können mit dem Import. Okay, dann machen wir Folgendes. Wir bauen direkt hier neben das Warenlager für Holz. So, und dann wird auch hier natürlich aus dem Handelsposten von Libyen das Holz in dieses Warenlager jetzt gebracht. Aber ich denke mir mal, da haben wir genug Kapazität, um das gesamte Geschenk anzunehmen. Wir nehmen das Holz gerne an. Super, da haben wir auch für die weiteren Heiligtümer genug Holz auf Vorrat. Ja, und weitere Marmorlieferungen kommen gerade zu unserem Heiligtum und werden verarbeitet. Ja, da sehen wir schon, wie es ein wenig der Tempel aufgebaut wird. Wir müssen jetzt tatsächlich warten, bis wir unser Heiligtum fertiggestellt haben, und dann werden wir mit den gehobenen Wohnungen anfangen. Ja, und wieder ist bei unserem Verbündeten Berg Peleion eine Hungersnot ausgebrochen. 10 Kisten Nahrung können wir sofort losschicken. Dann würde ich aber sagen, bauen wir noch ein paar Weizenfarmen auf. So 3 Stück. Sollte reichen. Wir produzieren auf jeden Fall genug, aber wenn wir nachher auch die gehobenen Wohnungen entsprechend etablieren, brauchen wir ja auch weitere Nahrung. Und wir brauchen Mitarbeiter. Gut, dann parzellieren wir hier mal weiter. Im zweiten Wohngebiet. So, hier nicht das Gartenhaus vergessen. So, und hier parzellieren wir es auch einmal komplett. Ja, die nemischen Spiele beginnen. Gut. Unsere Athleten werden jetzt zum Wettkampf gehen. Mal schauen, ob wir gewinnen. Der Tempel von unserem Heiligtum für Ares ist schon fertiggestellt. Jetzt werden die Skulpturen und die große Statue des Ares fertiggestellt. Wenn wir hier mit der rechten Maustaste nochmal draufklicken auf unser Heiligtum, können wir sehen, dass wir 81% schon fertiggestellt haben. Ja, und viel brauchen wir nicht mehr. 12 Ladungen Marmorplatten, 4 Ladungen Holz und 2 Skulpturen.
Ja, und wir haben die nemischen Spiele gewonnen. Wir können wieder ein Denkmal errichten. Sehr gut. Die Denkmäler kann man mal sehr gut hier für das Baugebiet der gehobenen Wohnungen verwenden, da sie eine gute Wirkung auf die Attraktivität haben. Ja, und da kommt auch schon die erste Statue für unser Heiligtum. Ja, sehr gut. Ja, ich denke mir mal, wir werden bald das Heiligtum fertiggestellt haben. Ja, und die Gesundheit ist nicht mehr ganz so optimal. Dann sollten wir hier im zweiten Wohngebiet jetzt auch eine Klinik errichten. Ich kann dann jetzt hier hin. Und dann errichten wir hier auch schon das Gymnasium. Ja, und das Steuerbüro können wir hier auch schon bauen. Ja, mit dem Gymnasium entwickeln sich ja die Wohngebäude jetzt hier auch weiter. Ja, die letzte Ladung Marmor wird zu unserem Heiligtum gebracht. Die Handwerker werden jetzt den Altar noch errichten. Ja, und unser Heiligtum ist fertiggestellt. Und wir sehen, wie Ares mit seinem Drachen erscheint und jetzt durch die Stadt wandert. Ja, und wir sehen hier am Heiligtum die zwei Standarten. Das sind die zwei Kompanien Spartaner, die uns jetzt zur Verfügung stehen. Sehr gut. Wir können jetzt die Kunsthandwerkergilden hier abreißen. Die brauchen wir jetzt nicht. Ja, und jetzt werden wir für unser Wohngebiet, für die gehobenen Wohnungen, alle kulturellen Einrichtungen bauen. Die brauchen ja unsere Bürger hier auch. Hier kann das Podium hin, da müssen wir noch schnell die Sperre versetzen. Ja, Berg Peleion liebt uns und Kalidon liebt uns auch. Sehr schön, ich war mit der Sperre hier beschäftigt gewesen. So, dann machen wir das so. Dann brauchen wir das Gymnasium, das kommt genau hier hin. So. Und wir brauchen das Theater, das kommt dann jetzt hier hin. Ja, und das Stadion haben wir ja hier. So, dann müssen wir auf der Agora schon mal den Lebensmittelhändler aufbauen, den Wollhändler und den Ölhändler. So, und dann bauen wir das hier noch ein bisschen anders. Das kommt weg. Hier kommt die Klinik hin. Und dann können wir das Architekturbüro hier hinbauen. Das passt. Und dann brauchen wir noch das Steuerbüro. Das kommt dann jetzt hier hin. Da bauen wir jetzt ja auch eine Sperre. Ich glaube, wir können das tatsächlich so bauen. Das funktioniert. Ja, sehr gut. Und jetzt können wir unsere gehobenen Wohnungen platzieren. Ich hoffe mal, dass wir jetzt genügend Attraktivität haben. Schauen wir mal. Ja, das funktioniert. Sehr gut. Ah, wunderbar. Ja, hier passt es nicht. Da fehlt Attraktivität, das kriegen wir aber hin. Wir haben Heckenlabyrinth. So, und dann können wir hier, glaube ich, auch noch Fischteiche bauen. Das sieht doch fantastisch aus. Meine Güte. So, jetzt sollte es aber hier funktionieren. Jawohl, ja. Ja, also wenn das nicht schick ist, weiß ich es nicht. Noch ein paar korinthische Säulen hier. Wunderbar. Das gefällt mir sehr. Ja, wir haben jetzt hier 8 gehobene Wohnungen. Wir gucken noch mal ganz kurz. Wir brauchen 50 Personen, die in der Kategorie Residenz oder besser leben. So, wir müssen hier auf jeden Fall eine Sperre noch bauen. Sonst wird ja unser Hausierer überall hinfahren, aber nicht zu unseren Gebäuden.
Ja, die erste Stufe unserer gehobenen Wohnung ist die Residenz tatsächlich. Da haben 5 Bewohner Platz. Wir werden sie aber weiterentwickeln, nämlich auch mit Waffen. Den Waffenhändler könnten wir eigentlich auch schon auf unserer Agora platzieren. Waffen produzieren wir ja jetzt schon jede Menge. Ja, und wir sehen, für Wolle und auch für Olivenöl ist das Warenlager zu weit weg. Das ist nicht so gut. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Dann kommt hier ein Warenlager hin und dieses fordert jetzt Olivenöl. Machen wir mal 12 und auch Wolle 12. Ja, und Kalidon braucht Wolle. 10 Stränge können wir sofort losschicken. Ja, wir bauen nochmal eine Wollsammelstelle, glaube ich. Kann hier hin. Ja, wir kriegen nochmal Bronze geschenkt vom Berg Peleion. Vielen Dank. Ja, Wolle haben wir jetzt relativ wenig, da wir das ja auch noch als Forderung verschickt haben. Wir werden mal wieder den Verkauf stoppen und warten, bis sich die Lager wieder gefüllt haben. Ja, wir werden aber noch hier bei unserem noblen Viertel der gehobenen Wohnung auch noch eine Philosophenschule hier bauen und auch nochmal eine Schauspielschule für die bessere Versorgung hier. Ja, und mittlerweile haben wir schon 3000 Einwohner in unserer Stadt Theben. Wie sieht denn der Arbeitsmarkt aus? 14% Arbeitslosigkeit, das ist sehr viel, da müssen wir nachher noch ein bisschen was tun. Ja, und jetzt sehen wir, dass in unserer Agora auch die Händler ihre Waren bekommen haben. Waffen sind schon jetzt hier verteilt worden, da muss unser Waffenhändler schon wieder neue holen. Wir haben hier die nächste Entwicklung, nämlich der Wohnsitz. Wir möchten jetzt Wein haben, können wir nicht zur Verfügung stellen. Wein können wir ja nicht importieren oder selbst herstellen. Ja, und in einem Wohnsitz haben 10 Bewohner Platz. Das heißt, wenn wir hier 5 Wohnsitze entwickelt haben, haben wir auch die 50 Bewohner, die gefordert sind. So, wir bauen jetzt mal hier ein Denkmal hin und noch ein paar Parkanlagen. Und dann ist das hier totschick. Und wir haben die Möglichkeit auch noch hier entsprechend es zu erweitern. Ja, dann bauen wir noch weitere Weizenfarmen. Wir haben ja genug Bürger, die eine Arbeit suchen. Das können wir dann jetzt hier so weitermachen. Oh, Kalidon schenkt uns Wolle. Ja, nehmen wir gerne an. Vielen Dank. So, und dann schließen wir das hier auch wieder. Ja, wir haben keine Nahrungsmittel mehr. Das ist echt jetzt hier ein Problem. Gut, dass wir jetzt die Weizenfarmen gebaut haben. Bauen wir auch noch mal eine Käserei. Ja, und Kalidon schätzt uns mehr, da wir die Wolle zur Verfügung gestellt haben. Gerne geschehen. Ja, das dauert immer eine Zeit, bis alle gehobenen Wohnungen hier mit Waffen versorgt werden. Aber wir haben genug Waffen im Warenlager. Da müssen wir uns einfach jetzt ein bisschen Zeit gönnen. Ja, und ihr seht, wir haben jetzt mittlerweile 5 Wohnsitze. Somit haben wir jetzt bald auch die 50 Bewohner in diesen Gebäuden erreicht. Ja, Bronze müssen wir jetzt erstmal nicht mehr einkaufen, da haben wir mehr als genug. Das Warenlager mit den Waffen ist gefüllt. Und wir können auch bald wieder, glaube ich, Wolle verkaufen. Wir werden dieses Warenlager hier auch nochmal so einstellen, dass so 6 Einheiten für das zweite Wohngebiet entsprechend auch gefordert wird.
Ja, unser Lagerhaus für Wolle ist komplett gefüllt. Wir können die Exporte wieder starten hier. Ja, und die Silos haben auch wieder entsprechend Nahrungsmittel. Sehr gut. Ja, und mittlerweile sind alle 8 gehobenen Wohnungen mit Waffen versorgt worden. Ja, und das Ziel, 50 Personen in den gehobenen Wohnungen der Kategorie Residenzen, haben wir erreicht. Wir müssen jetzt noch die 30 Weizengaben für die Kolonie und die 25 Krüge Olivenöl für die Kolonie bereitstellen. Das Olivenöl haben wir schon. Da können wir hier auf Sammeln gehen. Werden wir nochmal gefragt, ja, dann ist das fertig. Ja, und das fehlt uns natürlich dann jetzt hier in diesem Warenlager, aber ich denke, wir produzieren so viel Olivenöl, das sollte kein Problem sein. Ja, wir erhöhen hier in dem Silo. Für das zweite Wohngebiet war das Limit für Weizen. Da kann jetzt tatsächlich komplett das Silo mit Weizen gefüllt werden. Ja, und somit haben wir, glaube ich, auch jetzt genügend Weizen, um entsprechend die 30 Weizengaben für die Kolonie auch zur Verfügung zu stellen. Klicken wir hier auch an. Und dann haben wir alle Aufgaben gemeistert. Und wir beenden die 3. Episode unseres Abenteuer Zeus und Europa. Ares jubelt vor Freude über seine jüngste Festung und seine Spartaner bewachen ihre Stadt. Da Theben beschützt und in den Händen ihres stolzen und vertrauenswürdigen Stellvertreters Ödipus ist, wird es Zeit, das Königreich zu vergrößern. Das Orakel von Delphi empfiehlt, eine Stadt in Sidonia auf Kreta zu errichten, obwohl dort nicht nur fruchtbare Felder und große Wälder zu finden sein sollen. Ja, diese Episode haben wir erfolgreich abgeschlossen. Und bei der nächsten Episode, die den Titel Die kretische Prinzessin trägt, werden wir unsere erste Kolonie auf Kreta gründen. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.